vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zum Let's Talk Female Business. Heute mit Charlotte Sophie Weberg, Gründerin von Villa Sophie. Schön, dass ihr heute alle hier seid. Ein herzliches Willkommen natürlich auch an alle, die von zu Hause aus zuschalten. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle dabei seid. Und lieber Charlotte, natürlich herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr auf den Talk mit dir. Ein Hinweis ganz zu Beginn für euch zu Hause und natürlich auch für euch hier live im Publikum vor Ort. Ihr habt am Ende die Gelegenheit, Charlotte eure Fragen zu stellen. Und ihr könnt dafür gerne zum einen zu Hause natürlich gerne den YouTube-Chat nutzen. Wir reichen die Fragen dann am Ende weiter. Und ihr könnt euch jetzt auch schon mal überlegen, was ihr immer mal von Charlotte wissen wolltet und die Fragen dann am Ende stellen. Es kommt dann meine Kollegin Julia mit dem Mikro rum und dann habt ihr die Gelegenheit. Einmal kurz zu mir. Mein Name ist Lea und gemeinsam mit Barbara leite ich die Female Empowerment Initiative Reach to Empower hier am Reacher Regio Startup Center. Das Reach ist das Gründungszentrum der Universität Münster in Kooperation mit der Fachhochschule Münster, mit der Universität Twente und dem DigiHub Münsterland. Ihr habt euch bestimmt schon immer gefragt, was das Reach alles so macht und welche Angebote wir eigentlich haben. Und wir haben da mal ein kleines Video für euch vorbereitet. Ihr seht, das Angebot ist sehr vielfältig aufgebaut. Und wenn ihr ja auch selber eine Gründungsidee habt oder gründungsinteressiert generell seid, dann freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr auf uns zukommt. Wir freuen uns natürlich auch immer ganz besonders über weibliche Gründungsinteressierte. Für die haben wir nämlich ganz speziell eben dieses Programm entwickelt, Reach to Empower. Wir bieten verschiedene Netzwerkveranstaltungen an, wie zum Beispiel unser Female Founders Breakfast extra für weibliche Gründungsinteressierte und Gründerinnen, haben aber auch ein Lehrangebot für Bachelorstudentinnen und eben diese Let's Talk-Reihe, Let's Talk Female Business, zu der wir weibliche Role Models einladen, mit ihnen ins Gespräch kommen zu den verschiedensten Themen. Und da freuen wir uns heute, dass Charlotte hier ist und Rede und Antwort stehen wird über ihren Weg als Gründerin, aber auch über so Themen wie E-Commerce und Brandbuilding. Herzlich willkommen nochmal, Charlotte. Vielen Dank. Charlotte hat 2018 ihre erste Boutique in Münster unter dem Namen Villa Sophie eröffnet. Inzwischen hat sich Villa Sophie jedoch zu einer sehr bekannten Modemarke entwickelt mit eigenen Designs, einem eigenen erfolgreichen Online-Shop. Und dieses Jahr hast du dafür ja sogar die Auszeichnung Forbes 30 Under 30 gewonnen oder bekommen, kann man ja wohl eher so sagen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, finde ich auch. Das ist ein Applaus wert. Ja, und wie du das geschafft hast und über deinen Weg dorthin und die Etablierung deiner Marke, darüber möchten wir heute ganz gerne mit dir sprechen oder eher gesagt ich. Die anderen dürfen natürlich auch später Fragen stellen. Und bevor ich aber mit meinen Fragen starte und dich durchlöchere, kannst du dich auch gerne einmal selbst vorstellen und ein bisschen was zu Villa Sophie erzählen. Ja, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Ich fühle mich immer total geehrt, wenn ich gefragt werde, ob ich irgendwo ein bisschen was über meine Geschichte erzählen möchte. Und mein Ziel ist es dann immer, vielleicht jemanden ein bisschen inspirieren zu können, zu motivieren. Ja, wenn ich das heute schaffe, dann habe ich alles erreicht, was ich möchte. Ganz kurz zu mir, mein Name habt ihr gerade schon gehört. Ich bin Charlotte Sophie Weberg. Ich bin mittlerweile 29 Jahre alt und habe vor 4 Jahren, 2018, Villa Sophie gegründet. Habe komplett anders angefangen als das, was es jetzt ist. Habe mit einer kleinen Boutique hier in Münster, relativ weit außerhalb, gestartet, war Reseller und das war irgendwie mein großer Traum, mit einer kleinen Boutique selbstständig zu sein, für mich selbst sorgen zu können und damit mein Leben zu bestreiten. Ja, das war erstmal der Plan. Dann habe ich habe einen Businessplan geschrieben, habe das durchgezogen und bin jetzt komplett woanders.
Habt ihr ja gerade schon ganz kurz gehört von Lea. Wie das dazu kam, da sprechen wir gleich im Detail drüber. Ja, mittlerweile haben wir 3 Stores in Deutschland, also in Hamburg, Köln und hier in Münster nach wie vor. Natürlich sind online sehr gut aufgestellt und haben mittlerweile, um euch mal so ein paar Facts zu geben, fast 50 Mitarbeiter aktuell haben über 80.000 Kunden. Die Zahl habe ich heute nachgeguckt und konnte selbst kaum glauben. Und ja, wie es dazu kam, hört ihr jetzt gleich. Ja, genau. Ich steige auch direkt mit meiner ersten Frage nämlich dazu ein. Du hast es ja auch gerade schon so schön beschrieben, dein Weg ging eigentlich los mit einer eigenen Boutique, weil du es schon immer gerne machen wolltest. Wann kam der Punkt und auch warum kam der Punkt, an dem du gesagt hast, nee, ich möchte das auch gerne jetzt eigentlich ein bisschen größer aufziehen und vor allem auch meine eigenen Designs produzieren lassen? Das ist ja schon mal nochmal ein anderer Schritt, als jetzt als Reseller unterwegs zu sein. Ja, der Punkt war so ein bisschen da. Ich habe halt gemerkt, so in Münster habe ich irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, weil sowas gab es hier einfach nicht in dem Preissegment, auch in der Zielgruppe. Wir haben eine recht junge Zielgruppe, so grob zwischen Anfang 20 und Mitte 30 kann man sagen. Und da habe ich direkt gemerkt, dass ich total viel Zuspruch bekommen habe in dem, was ich mache, auch wenn vorher, als ich die Idee mal so gepitcht habe, im Freundes- und Familienkreis viele gesagt haben, bist du komplett bescheuert. Weil einfach ja der Textilmarkt einfach super überlastet und ausgeschöpft ist und es gibt eigentlich nichts, was es noch nicht gibt. Aber damit wird vielleicht auch schon ganz gut klar, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, um irgendwie erfolgreich mit etwas zu sein. Genau, und ich hatte halt diese Boutique und habe dann irgendwann gedacht, ich finde nicht mehr so zu 100% das, was ich eigentlich gerne verkaufen möchte. War immer schon ein total kreativer Mensch. Also ich habe mit 4, 5 immer schon so Modezeichnungen gemacht und habe gesagt, Mama, ich werde mal Designerin und so. Und habe das aber irgendwie dann immer so in den Hintergrund gestellt und es auch gar nicht so richtig mehr für mich selbst ernst genommen. Und dann habe ich einfach mal gedacht, okay, ich gucke mal, was so geht und hatte so ein paar Ideen im Kopf, habe die dann mal so grob aufgemalt und überlegt und nachgeschaut, recherchiert, was brauche ich eigentlich, um einen Teil zu designen und produzieren zu lassen. Ich bin ja nun mal keine Designerin. Ich habe ganz klassisch BWL, zwar mit Modeschwerpunkt gelernt, aber eben kein Design. Und ja, dann habe ich Tag-Packs erstellt, die sind ganz wichtig dafür, habe mir Produzenten gesucht und dann ist es ja auch so, man kann nicht 5 Teile produzieren und mal gucken, ob es funktioniert. Kann man vielleicht schon, ja. Aber dann kann man einfach die Preise nicht halten, die ich vorher schon hatte und das war mir irgendwie wichtig, meine Zielgruppe weiter ansprechen zu können und das war viel Recherchearbeit und im Endeffekt kamen da, glaube ich, 4 Teile bei rum, die ich dann produziert habe. Ich weiß dann, ich saß in meiner Wohnung auf 40 riesigen Kartons Ware und dachte, okay, du hast einen kleinen Laden, du hast gerade mit einem Online-Shop gestartet, wie willst du das verkaufen? Bist du jetzt komplett größenwahnsinnig geworden? Und das Ganze haben wir dann gestartet, haben so ein kleines Event bei uns im Store gemacht, damals noch an der Warndorfer Straße, haben das Ganze online gestellt und die Teile waren innerhalb weniger Tage ausverkauft. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, sowas hatte ich noch nicht bis jetzt und irgendwie treffe ich da einen Nerv und habe gedacht, das mache ich ab jetzt weiter und habe mich dann langsam aber sicher dahin gearbeitet, ausschließlich nur noch meine eigene Marke zu verkaufen. Danke dir. Ja, sehr mutig auf jeden Fall und hat sich ja bewährt, wie man sieht. Und du hast es ja auch gerade schon so ein bisschen angedeutet, der Textilmarkt ist natürlich sehr umkämpft, es gibt sehr viel Angebot, aber irgendwie hast du es ja offensichtlich geschafft, den Nerv zu treffen und dich innerhalb kürzester Zeit, also es ist ja wirklich eine relativ kurze Zeit, zu so einem bekannten Fashion-Label dann auch etabliert. Und da ist natürlich die Frage auch so Thema Brandbuilding, wie hast du das gemacht? Also wie hast du das geschafft? Das ist natürlich immer eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht vorbereitet. Ich wollte so authentisch und echt wie möglich antworten. Wie habe ich das geschafft? Also ich glaube, natürlich war ich so ein bisschen vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Damals hier in Münster gab es sowas noch nicht und ich habe wahnsinnig viele Mädels irgendwie damit angesprochen und
musste gar nicht viel Werbung machen oder so, das hat sich irgendwie von alleine entwickelt. Aber ich habe irgendwann dann Instagram für mich entdeckt als Kanal und da war das auch, also vor 4 Jahren war Instagram auch noch nicht so richtig das, was es jetzt ist, muss man sagen. Und habe dann so langsam aber sicher angefangen, so mal zu zeigen, was ich so verkaufe und was es so gibt. Und das kam immer super, super gut an. Und so konnte ich ganz früh schon anfangen, mir eine Community aufzubauen. Mittlerweile hat der Villa Sophie-Account auf Instagram, ich müsste lügen, ich glaube, es sind ungefähr 65.000 Follower aktuell. Und diese Follower sind nicht nur irgendwelche Follower, sondern es ist eine Community. Also ich oder mittlerweile habe ich auch Hilfe dabei, stehe mit der Community im Austausch. Es ist immer noch so, nach wie vor, auch nach 4 Jahren, dass ich selbst noch als Person sehr aktiv bin auf diesem Instagram-Account. Und ich glaube, so habe ich das geschafft, dass es nicht nur einfach eine Modemarke ist, wie es sie gibt, überall an jeder Ecke und sie auch ständig aufploppen, sondern es steht eine Person dahinter und die erzählt eine Geschichte. Und ich glaube, dass das eine Geschichte ist, weil ich wirklich mit 0 angefangen habe nach dem Studium, ohne Erfahrung, die viele mitnimmt und berührt und die viele gerne mit mir gehen. Und ich bin da auch sehr transparent und ich glaube, das ist für mich so meine kleine Nische gewesen, wo ich es geschafft habe, irgendwie erfolgreich zu werden. Ja, du hast es jetzt gerade schon so angedeutet, also die persönliche Note, aber auch dieser Community-Gedanke, also dass es mehr ist als nur Mode. Das könnten ja so vielleicht Erfolgsfaktoren sein, wo du sagst, okay, das hat mich weitergebracht oder hat uns weitergeholfen, auch als Marke Villa Sophie. Wenn ich jetzt aber frage, hättest du irgendwie einen bestimmten Tipp auch für angehende Gründer, Gründerinnen, wie man erfolgreich eine Marke aufbaut oder was vielleicht auch so ein paar Schlüsselfaktoren sind, was man da beachten kann? Ja, für mich war definitiv das Stichwort Community ganz wichtig. Und ich muss sagen, in meinem Fall, sorry, ich muss mal einmal einen Schluck trinken. So. In meinem Fall war es so, dass ich gar nicht so einen Plan hatte, mir eine Marke erstmal aufzubauen, weil ich ja gar nicht als Marke gestartet bin und irgendwann gedacht habe, okay, jetzt ist es aber der Punkt gekommen, da melde ich es als Marke an und wir sind auch eine Marke. Das war aber ein Prozess bei mir, was ich heute anders machen würde, wenn ich wüsste, wie mein Weg so verläuft, ist, dass ich noch vielleicht intensiver über den Markennamen nachgedacht hätte. Ich glaube, dass man mit einem Markennamen schon viel auslösen kann. Und es ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, also ich spreche jetzt über Marken, die irgendwie emotional behaftet sind und nicht über irgendwelche Tech-Marken. Ich glaube, da bin ich einfach nicht die richtige Ansprechperson, um da irgendwie groß Tipps zu geben. Aber alles, was mit Love Branding zu tun hat, das heißt mit Marken, für die man sich begeistern kann, die man lieben kann, ich glaube, da ist es super, super wichtig, eine Geschichte zu erzählen und auch dahinter zu stehen. Ich liebe meine Marke selber. Ich trage Villa Sophie rauf und runter. Ich stehe zu 150% dahinter. Und ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt. Und dann muss man sich überlegen, okay, wer ist meine Marke? Was beschreibt meine Marke? Was sind vielleicht Adjektive, die meine Marke beschreiben? Bei uns war das zum Beispiel so, dass dass mir Authentizität super wichtig war. Ich wollte Nahbarkeit. Ich wollte nicht irgend so eine High-Fashion-Influencerin werden, an die man nicht rankommt, wo die vielleicht mit der Designertasche hier und dem Designerteil da rumrennt. Das sind wir nicht. Wir sind, was das angeht, das ist so ein negativ behafteter Begriff, aber sind wir viel mehr Mainstream, wir holen viel mehr Frauen ab in verschiedenen Altersgruppen und irgendwie aus jedem Bereich. Und das war mir super wichtig und das ist so die Geschichte von Villa Sophie, dass wir diese Nahbarkeit haben, diese Authentizität haben. Und dann ist es ganz wichtig, glaube ich, auch sich zu überlegen, was ist eigentlich mein Ziel, was will ich mit meiner Marke erreichen? Und mein großes Ziel oder unser Narrativ bei Villa Sophie ist nach wie vor, wir möchten gern Frauen selbstbewusster machen. Wir möchten dafür sorgen, dass eine Frau sich morgens anzieht und sich im Spiegel anschaut und sich wohlfühlt und gut fühlt, weil das ändert gleich ganz viel am Tag. Und vor allen Dingen auch haben wir gemerkt, dass wir ganz oft das Feedback bekommen, ich habe das erste Mal ein Kompliment für mein Outfit bekommen, das hatte ich noch nie. Und das macht so viel mit einem. Also da kann man, also auch wenn man, ich sag mal, das ist jetzt sehr oberflächlich, aber es macht viel mit einem. Ich glaube, da kann jede Frau irgendwie mir zustimmen. Und das ist unser großes Ziel und dafür arbeiten wir und das motiviert uns regelmäßig. Ja.
Sehr schön. Ja, also so ein Tipp wäre auf jeden Fall, sich im Vorhinein auch schon viele Gedanken um die Marke zu machen, weil das am Ende ja dann doch auch sehr entscheidend ist, ob sich Menschen damit identifizieren können, ob das authentisch wirkt und so weiter und so fort. Und ich glaube, das habt ihr einfach sehr, sehr gut geschafft und der Erfolg spricht euch zu sozusagen. Du hast es ja auch eben schon gesagt, dass Instagram zum Beispiel ja auch ein großer Kanal für euch ist. Ihr habt aber ja auch immer noch 3 eigene Stores, also wo die Designs von Villa Sophie verkauft werden und der persönliche Kontakt ja auch wahrscheinlich super wichtig ist. Ihr habt aber natürlich auch jetzt einen sehr großen und gut laufenden Online-Shop. Was war der Grund, warum du dich zusätzlich dafür entschieden hast? Also spielte da zum Beispiel Instagram auch eine Rolle oder ja? Absolut. Also man erreicht ja über Instagram nicht nur Leute, die irgendwie lokal jetzt hier in Münster wohnen, sondern ich habe natürlich auch immer mehr Leute erreicht, die von weiter weg kamen und die dann irgendwie gefragt haben, ja, kann ich das nicht irgendwie bestellen oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass du mir das schickst und so. Also ich war zu der Zeit irgendwie noch so eine One-Woman-Show, also ich hatte den Laden, ich habe irgendwie den Online-Shop gestartet, habe da jeden Tag noch die Bestellungen gepackt und irgendwann auch gemerkt, okay, das geht hier so nicht mehr weiter. Aber genau, also ich habe den Faden ein bisschen verloren. Genau, also warum du dich dann dafür entschieden hast, den Online-Shop weiter auszubauen. Entschuldigung, um Gottes Willen. Genau, und dann kamen immer mehr Anfragen, du schickst mir das und so weiter. Und dann habe ich gedacht, nee, wenn, dann möchte ich das irgendwie vernünftig aufbauen und habe dann den Online-Shop gestartet und habe das irgendwie, das lief eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil der Online-Shop hat so gestartet, dass mein Freund sein Master noch gemacht hat und ein Uni-Projekt hatte und die mussten in diesem Uni-Projekt einen Online-Shop bauen. Das war irgendwie ein Modul. Okay. Das werden viele von euch kennen. Und dann meinte er so, ja, wir können irgendwas Fiktives machen, aber wir können auch irgendwie was machen, was es gibt. Und wir können ja mal einfach das so mal ausprobieren. Und dann dachte ich, ja, es passt eigentlich ganz gut. Und die haben das damals gemacht mit so einem Baukastensystem, was echt furchtbar war. Dieser ganze Online-Shop war pink. Im Nachhinein denke ich mir, um Gottes Willen. Aber das waren halt so die Anfänge. Und ja, ich musste erst lernen, glaube ich, was eine CI ist und wie wichtig auch so eine CI ist. Und ja, dementsprechend war damals noch alles pink und jetzt ist es schöner. Ja. Aber ich meine, das zeigt ja auch, dass die Marke sich weiterentwickelt, dass ihr euch weiterentwickelt habt, du ja dann auch nicht mehr alleine warst, sondern auch ein Team um dich drumherum hattest oder gebildet hast. Aber trotzdem die Frage, nur weil man einen Online-Shop hat, heißt das ja nicht, dass er gut läuft. Was sind für dich so Erfolgsfaktoren, dass so ein Online-Shop dann auch wirklich gut läuft, dass der gesehen wird, um generell so im Bereich E-Commerce, wofür du ja jetzt auch ausgezeichnet wurdest, erfolgreich zu sein? Also ich glaube, erstmal ist es genau das wichtig, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, am Anfang war es vielleicht ein bisschen mehr Glück als Verstand. Ich hatte halt auch schon so ein bisschen Reichweite und die haben das immer verfolgt und haben gedacht, okay, auch wenn der Shop doof aussieht, und wenn da super schlechte Bilder sind, super unprofessionell, die man irgendwie mit einem alten Handy gemacht hat, dann bestelle ich da trotzdem, weil dieses Vertrauen einfach schon da war, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man hat jetzt schon meine Geschichte länger über Instagram verfolgt und so weiter und ich möchte da jetzt einfach bestellen. Aber ich glaube, dass es schon super wichtig ist und wir auch gemerkt haben, dass das eine Conversion Rate einfach hochbringt, wenn man einen guten Auftritt hat, also einen schönen Online-Shop, der ästhetisch ist, der irgendwie die Marke widerspiegelt, gute Fotos und dann ist es bei uns echt so gewesen, dass wir das Glück hatten, dadurch, dass wir eben diese Community aufgebaut haben. Super viele Leute, wenn sie irgendwie zum Beispiel ein Paket von uns bekommen haben, das bei Instagram in ihre Story gepostet haben, uns verlinkt haben, das ihren Freundinnen empfohlen haben, weil sie eben schon so diesen persönlichen, emotionalen Bezug zur Marke, die es ja dann noch nicht richtig war, hatten. Ich glaube, dass das super wichtig ist und man sich das einfach aufbauen muss, eine Community, eine Reichweite und dann ist es auf jeden Fall schon mal ein guter Erfolgsfaktor. Wir sind natürlich auch von der vom Pricing einfach sehr niedrig, dass man halt einfach sagt, okay, Teil für den und den Preis, das kaufe ich mir mal eher, als also ich bestelle mir nicht einfach bei irgendeinem Shop, den ich nicht kenne, einen Teil für, ich sage jetzt einfach mal 300 €, das ist mir zu viel, da ist mir das Risiko zu hoch, ich weiß nicht. Da hatten wir natürlich auch eine preislich gute Aufstellung.
dass die Hemmschwelle einfach nicht so hoch war. Und tatsächlich haben wir die ersten, ich müsste lügen, ich glaube 2,5 Jahre waren es, überhaupt kein Geld in Marketing gesteckt. Wir haben mal einen Beitrag bei Instagram für 10 € am Tag hervorgehoben, aber das war auch alles. Und auch heute sind wir so, dass wir tatsächlich sehr wenig Geld in Marketing investieren. Wir arbeiten jetzt erst seit kurzem tatsächlich mit ein paar Influencern zusammen, wo wir aber auch sagen, die passen wirklich zu uns, unserer Marke. Wir würden überhaupt nie so eine Strategie fahren, einfach den Influencer kaufen, weil der hat eine riesen Reichweite. Das sind wir nicht, sondern auch da ist uns Authentizität unfassbar wichtig. Und genau, also wenn wir Geld in Marketing investieren, dann ist es in der Regel in Performance-Marketing und dann vor allen Dingen ins Retargeting und nicht unbedingt in die Neukundenakquise. Ja, spannend auf jeden Fall. Also man denkt ja immer, dass dann da so eine riesige Strategie oder auch ein riesiger Marketingapparat dahinter steckt. Aber auch da spiegelt sich wieder diese persönliche Note einfach wieder, worüber ihr dann geht. Du hast ja jetzt auch eben schon angedeutet, 50 Mitarbeitende, das ist schon einiges. Ihr seid natürlich stark gewachsen, das Team wächst ständig. Und da ist natürlich auch die Frage, die du dir wahrscheinlich dann irgendwann auch stellen musstest. Wie mache ich das? Also was bedeutet für dich eigentlich Leadership? Also wie gestaltest du auch vielleicht Führung bei Villasophie? Wie arbeitet ihr zusammen? Wie wählst du vielleicht auch deine Mitarbeitenden aus? Ja, wir sind ja ein recht großes Team mittlerweile. Ich muss sagen, dass wir natürlich aufgeteilt sind auf 3 Stores, unser Lager. Wir machen das komplette Fulfillment bei uns selbst und unser Büro. Und im Büro sind wir ein sehr kleines Team. Also da ist es tatsächlich so, dass ich mittlerweile gelernt habe, viel abzugeben, aber auch immer noch viel gerne meine Finger selbst mit im Spiel habe. Leadership musste ich lernen. Und für mich ist Leadership mittlerweile, wenn ich es mal zusammenfasse, eigentlich ein Team familiär zu führen, zu motivieren, aber vor allen Dingen zu inspirieren. In der Regel, wenn wir potenzielle Mitarbeiter zum Bewerbungsgespräch da haben, frage ich immer, was weißt du über Villasophie, wie ist dein Bezug zu Villasophie? Und dann ergibt sich meistens schon ganz viel und in der Regel sind das Mädels, die sich bei uns bewerben. Wir sind mittlerweile auch ein paar Jungs, aber die meistens schon irgendwie lange mit Villasophie in irgendeiner Form verbunden sind. Und das ist natürlich immer eine ganz gute Grundlage. Und dann ist es für mich total wichtig, jeden als Individuum zu sehen, auf jeden zu hören, zu lernen, sich immer wieder zu reflektieren. Also das macht für mich gutes Leadership aus, dass man nicht denkt, okay, ich bin hier und ich treffe die Entscheidung. Ich habe unglaublich daraus profitiert, jedem zuzuhören, ob es ein Praktikant ist, und wir arbeiten gerne und viel mit Praktikanten, ob es ein Werkstudent ist oder eine Aushilfe. Und ich kann unglaublich viel für mich daraus ziehen, für mich daraus mitnehmen. Und ja, bei uns herrscht ein großes Vertrauen, würde ich auch sagen, was für mich auch super wichtig ist. Das muss man sich natürlich erstmal irgendwie aufbauen. Und es ist dann irgendwie auch wichtig, klar sind wir familiär, aber man muss natürlich irgendwo auch Grenzen ziehen, im Sinne von, es ist immer noch Arbeit, ja, und ich komme gerne zur Arbeit und es ist mir unfassbar wichtig, dass jeder gerne morgens zur Arbeit kommt. Jeder hat mal einen schlechten Tag, aber im Großen und Ganzen würde ich behaupten, klappt das ganz gut. Und einfach dann da ist und seine Arbeit hat, aber eben nicht sich so verpflichtet fühlt der Arbeit gegenüber, dass er die Themen mit nach Hause nimmt, zu Hause permanent vielleicht noch erreichbar ist. Also das erwarte ich nicht, weil dieses Wort familiär ist immer so ein bisschen schwierig behaftet auch. Mit familiär ist einfach für mich gemeint, wir vertrauen aufeinander, wir können aufeinander vertrauen, wir brennen für eine Sache, ja? Wir können uns aufeinander verlassen. Und dahin zu kommen, das ist für mich unfassbar wichtig. Klingt nach einem sehr guten Klima bei euch. Aber jetzt mal so ganz praktisch. Also du hast ja auch gerade eben gesagt, ihr habt ja verschiedene Stellen, ihr habt verschiedene Stores, es gibt das Büro, es gibt das Lager. So, welche Formen der Zusammenarbeit habt ihr? Also dass auch irgendwie alle mitgenommen werden und dass man sich stetig austauscht. Also so wirklich ganz praktisch Tools, Methoden, was du möchtest. Wie gestaltet ihr das? Wie gestalten wir eine Zusammenarbeit? Also wir
haben natürlich unsere Stores und ich würde lügen, wenn ich behaupte, dass ich super häufig da bin. Das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Ich kann, so wie es mir manchmal tut, nicht so häufig in den Stores sein, wie ich es gerne würde. Trotzdem gucke ich, dass ich dort regelmäßig bin. Ich hole jetzt ein bisschen weiter aus. Ja, ist gut. Und irgendwie auch in Kontakt stehe mit allen Mitarbeitern, auch wenn es irgendwie nur eine 450 € Kraft ist. Und auch da versuchen, also wir machen das tatsächlich super unprofessionell über WhatsApp-Gruppen, die wir für jeden Store haben. Ja, und auch mit den Storeleitungen. Mit den Storeleitungen haben wir regelmäßig Team-Meetings, in denen wir die so ein bisschen abholen und einfach ein bisschen besprechen, was kommt, wer welches Anliegen hat, was wir verbessern können. Die dürfen dann auch immer so ein bisschen mit ihre Wünsche äußern für die neuen Kollektionen, die kommen, weil die einfach am nächsten an unseren KundInnen dran sind und einfach das meiste Feedback bekommen und das ist immer Gold wert. Und auch da ist es super wichtig, dass wir da so einen Kommunikationsweg haben und WhatsApp ist für die meisten unter uns da irgendwie der einfachste Weg. Aber auch da gucken wir, dass wir schreiben an Tagen, wo jemand nicht frei hat. Im Einzelhandel ist es ja so, dass man häufig auch samstags arbeitet, aber dafür unter der Woche einen Tag frei hat. Deshalb ist es manchmal schwierig, wenn ich jetzt auf den Dienstag irgendeine Nachricht schreibe, dass dann quasi vielleicht die Person gerade gar nicht da ist, sich aber irgendwie trotzdem verpflichtet wird zu antworten. Das versuchen wir zu vermeiden, aber ansonsten ist da eigentlich das Commitment da, immer zeitig zu antworten und das trennen zu können, privat und Philosophie. Ja, danke für die Einblicke. Wir haben jetzt ja auch viel schon über den Weg gehört, wie ihr euch entwickelt habt in den letzten Jahren. Ich habe es eben auch schon ein bisschen angeteasert. Für deinen Erfolg wurdest du ja dieses Jahr auch mit der Listung auf der Forbes 30 Under 30 Liste ausgezeichnet. Und uns interessiert bestimmt alle ganz brennend, wie kam es zu dieser Platzierung? Und vor allem interessiert mich natürlich, wie war das für dich, also als du dann erfahren hast, dass du dabei bist, sozusagen? Das war, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist ein krasses Gefühl gewesen, aber ich erzähle vielleicht mal ein bisschen die Geschichte bis dahin, weil es hat so ein bisschen gedauert, bis ich wirklich einsehen konnte, okay, du stehst wirklich auf dieser Liste. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, glaube ich. Also wenn man irgendwie ein Unternehmen gründet und merkt, okay, man wächst und das ist jetzt hier nicht mehr einfach irgendwie eine kleine Boutique, sondern du führst mittlerweile ein Multimillionenunternehmen, dann denkt man sich schon so, okay, krass, und was sind so ein Traum ist, glaube ich, von jedem BWL-Studenten mal so Unternehmer zu sein und Forbes 30 Under 30 ist jedem so ein Begriff und dann war das so, dass ich Ende letzten Jahres, und ich mache das eigentlich immer am Ende des Jahres, dass ich so eine Bucketliste fürs nächste Jahr schreibe und mir das immer wieder durchlese, um das einfach zu manifestieren. Und da stand halt Forbes 30 Under 30 drauf. Ich dachte, so schaden kann es nicht, du kannst es ja mal draufschreiben. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass das wirklich passiert. Und dann ist es so, dass man da nominiert werden kann oder sich selbst nominieren kann. Ich habe selbst mich nicht getraut, mich zu nominieren, weil ich dachte, es gibt so viele krasse Leute und du als kleine Philosophiegründerin, das klappt sowieso nicht, aber irgendwie ist es schon ein Traum. Und dann wurde ich tatsächlich nominiert und habe dann irgendwann von Forbes eine Mail bekommen und habe das meinem Freund geschickt und meinte so, ist das Spam? Irgendwie kommt mir das total rein. Forbes hat mir hier geschrieben, was ist das denn? Und habe ihm einen Screenshot geschickt und er meinte, also naja, irgendwie sieht das nicht nach Spam aus. So, guck da besser mal genauer. Und dann habe ich gedacht, okay, krass, habe den Namen gegoogelt von der Person, die mir die Mail geschrieben hat. Und dann war das wirklich eine Forbes-Mitarbeiterin. Und dachte so, cool, ich antworte einfach mal drauf. Und habe dann darauf geantwortet. Es läuft dann so, man bekommt also es stand dann drin in dieser Mail, ich wäre nominiert worden und ich wäre in der näheren Auswahl. Und ich müsste einen Fragebogen ausfüllen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fülle diesen Fragebogen aus, habe das dann gemacht, habe mir da auch wirklich Zeit für genommen und habe dann so ein bisschen überlegt, okay, schreibst du jetzt nur rein, was du für ein toller Unternehmer bist und so, oder gibst du da ein bisschen Persönlichkeit rein? Und ich habe da so viel Persönlichkeit reingegeben, dass ich am Ende ein Zitat von Doja Cat Boss Bitch da reingeschrieben habe. Weil ich dachte, okay, du schreibst es einfach mal so, wie du bist und was du wirklich antwortest oder antworten möchtest, das schreibst du jetzt einfach da rein. Und das habe ich gemacht.
Dann habe ich wieder ganz viele Wochen nichts gehört, also auch keine Bestätigung, dass das Interview eingegangen ist, gar nichts. Und dann ist das auch schon wieder komplett in den Hintergrund eigentlich gerückt. Und dann saß ich in einem Call, ich weiß es noch ganz genau, es war morgens irgendwie um kurz nach 9, ich saß in einem Call mit meinem Kaffee in der Hand und habe dann irgendwie oben rechts in meinem Bildschirm so eine E-Mail aufblinken sehen, die war von Forbes. Und dann stand da irgendwie, herzlichen Glückwunsch, du bist in der Forbes 30 Under 30 Class, aber nicht auf der Liste. So. Und dann dachte ich, okay, ich habe es vielleicht eine Runde weiter geschafft, das ist ja cool. Und habe dann in diesem Call irgendwie nebenbei, war dann voll unaufmerksam, habe diese E-Mail nebenbei gelesen, bin dann mit der E-Mail oder mit meinem Handy, das habe ich, glaube ich, meinem Freund dann rübergeschoben, der arbeitet tatsächlich mit mir und sitzt mir gegenüber mittlerweile. Am Schreibtisch habe ich ihm das rübergeschoben, meinte, hier ist so eine E-Mail gekommen, ich habe so nebenbei in einem Call irgendwie gesagt, ja, guck doch mal, Forbes 30 Under 30 Class, was heißt das? Und er ist total ausgeflippt und meinte, oh mein Gott. Und dann dachte ich so, nee. Und dann habe ich den Call ganz in Ruhe zu Ende gemacht und habe dann gedacht, okay, jetzt liest du dir die Mail nochmal in Ruhe durch und bin aus dieser Mail, aber da stand nichts von Liste. Und ich habe dann auch einen Link bekommen und zu meiner Liste quasi, auf der ich stehe, es gibt ja viele verschiedene Listen. Ich bin im Bereich Retail und E-Commerce auf der Liste und habe dann diese Liste angeklickt und habe erstmal die Leute auf der Liste gezählt. Und es waren 30. Und dann dachte ich schon so, Und dann habe ich so geguckt, wer steht denn da noch so drauf? Und es waren halt echt krasse Leute so mit mir da drauf. Ich dachte so, boah, cool, ich bin in so einer Class und vielleicht bringt mir das fürs Netzwerk ein bisschen was und so. Ich habe es immer noch nicht, dieser Prozess hat insgesamt 2 Stunden gedauert, bis ich verstanden habe, das ist die Liste. Und ich habe es wirklich erst eigentlich verstanden und realisiert, als ich die anderen Leute bei Instagram gesucht habe, die da draufstehen oder irgendwie gegoogelt habe und die in ihren Stories schon total ausgeflippt sind und meinen, ich bin hier auf der Forbes-Liste. Und ja, in dem Moment habe ich es realisiert und dann war es krass. Cool. So, dann kamen mir natürlich die Tränen und ich habe mich gefreut und wir haben aber eigentlich nachmittags im Office bei uns eine Flasche Sekt aufgemacht und dann war es das. Ja. Hier sitzt eine von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen, oh Gott. Und die war live dabei. Also das war schon emotional. Kannst du es später berichten. Ja, genau. Und nee, das war eine super schöne Situation, weil es haben sich alle unfassbar mit mir gefreut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass alle das so ein bisschen als eigenen Verdienst auch sehen, weil sie daran beteiligt waren, mich dorthin zu bringen. Und ich sehe auch, dass wir das als Team verdient haben und nicht ich alleine, weil wir hätten das, also ohne meinen Freund, der wirklich alles gibt fürs Unternehmen und unser Team, wäre ich nicht da, wo ich bin, definitiv nicht. Und ja, deshalb war das schön und wir haben eine Flasche Sekt aufgemacht und haben es ein bisschen gefeiert nachmittags und ja. Das hört sich sehr gut an. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen, vielen Dank. Echt eine tolle Auszeichnung. Du hast es ja auch gerade nochmal erwähnt, ihr seid sehr stark gewachsen, ihr habt sehr gute Umsätze. Es ist natürlich immer sehr erfreulich. Unternehmerin dann zu sein, auch in so einem Ausmaß, bedeutet natürlich auch gleichzeitig Verantwortung zu übernehmen. Du hast ja gerade auch schon von deinem Team erzählt, da gibt es ja ein super Teamzusammenhalt, ein gutes Klima. Aber gerade in der Modebranche kommt jetzt natürlich auch die Frage, das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch, welche Rolle das bei euch im Unternehmen einnimmt, aber vielleicht auch in der Lieferkette. Also wie gewährleistet ihr auch, dass die Designs dann auch fair produziert werden? Genau, das ist immer so ein Thema, was für mich persönlich schwierig ist. Mir ist Nachhaltigkeit wichtig und ich weiß, dass ich in einer Branche bin, die eigentlich nicht wirklich nachhaltig ist. Das ist so, wie es ist. Das müssen wir auch alle nicht schönreden. Und dann ist es ja auch immer so, dass ich persönlich für mich die Begriffe Nachhaltigkeit und profitables Unternehmen manchmal schwierig miteinander verknüpfen lassen. Das geht schon, aber es ist sehr, sehr schwierig. Und also da bin ich einfach mal ehrlich jetzt. Ich habe ja gesagt, ich habe nichts vorbereitet. Ich antworte aus dem Bauch raus. Und wir tun aber alles, was wir können und wir arbeiten stetig daran, auch die Prozesse da zu verbessern. Es ist zum Beispiel so, dass wir überhaupt nichts wegschmeißen. Das heißt, dass wir
so produzieren, dass wir eher immer zu wenig haben als zu viel und immer auf den Punkt nachproduzieren, weil ich das schrecklich finde, wie viel in der Fashionindustrie weggeschmissen wird und vernichtet wird einfach. Das, was kaputt ist und wir nicht regulär verkaufen können, das wird bei uns repariert und aufgearbeitet oder als B-Ware in unseren Stores verkauft. Für einen günstigeren Preis natürlich, so dass wir wirklich nahezu nichts wegschmeißen und vernichten müssen. Wir sind in der glücklichen Position und dass wir tatsächlich auch unsere Kollektionen sind so klein und so gut aufgestellt, Gott sei Dank, dass auch keine Teile überbleiben. Also das sind weniger als 3%, die am Ende überbleiben an Teilen, die wir nicht verkaufen und vielleicht auch nicht verkaufen können, weil es einfach echt keiner haben will. Das gibt es ja auch, das braucht man auch nicht schönreden. Und was das angeht, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und ich würde auch behaupten, dass wir da deutlich nachhaltiger sind als der Großteil der Fashionindustrie. Dann ist es so, dass wir plastikfrei versenden, so viel wie möglich plastikfrei generell gestalten, dass wir Teile machen. Ich habe ja gerade schon das Wort, was so negativ behaftet ist, in den Mund genommen, Mainstream-Teile. Hört sich doof an, aber wir machen keine super high, fancy Fashion-Teile, die man vielleicht 1-2 Mal anzieht und dann wegschmeißt, weil ich habe es mir nur für eine Party gekauft oder für einen Anlass, sondern wir machen Teile, die man wirklich auch lange tragen kann und soll, die auch in der Saison danach vielleicht nicht schlecht sind. Also ich habe mich richtig gefreut diesen Winter, dass ich meine Sachen vom letzten Jahr wieder tragen kann. Und das ist uns super, super wichtig, da einfach Teile zu machen, die man lange tragen kann und das Ganze möglichst also mit möglichst wenig Abfall und möglichst wenig CO2-Abdruck im Sinne von DHL, Go Green etc. Dann machen. Ja, spannende Insights auch, vor allem, weil du so verschiedene Aspekte auch erwähnt hast und beleuchtet hast, wo man überall ansetzen kann und wo man vielleicht mit kleinen Änderungen auch schon viel bewegen kann. Also auch gerade. Mir fällt gerade noch was an. Ja, gerne. Ja, wir haben zum Beispiel gemerkt, man merkt ja von den ganzen großen Fashion-Händlern und Portalen, dass immer mehr super lange Rückgabefristen gewährt werden. Zum Beispiel 100 Tage Rückgabefrist ist für mich so ein absolute Red Flag, weil dann ist die Saison vorbei, keiner möchte das Teil mehr kaufen und es ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass dieses Teil vernichtet wird. Und das finde ich super schlimm. Deshalb haben wir tatsächlich die gesetzlich vorgegebenen 2 Wochen, da regen sich manche drüber auf, aber das hat bei uns einfach den Aspekt, dass wir das Teil dann auf jeden Fall noch gut verkaufen können, wenn es innerhalb von 2 Wochen an uns zurückgesendet wird. Und dann ist der zweite Punkt, es ist ja einfach teilweise leider mittlerweile so, dass unsere Gesellschaft erwartet, dass man kostenfrei versendet und auch kostenfrei retournieren darf. Das wurde von uns auch ganz arg gefordert. Dann haben wir das irgendwann eingeführt und gemerkt, okay, dann haben wir irgendwann noch Kauf auf Rechnung eingeführt und die Retourenquote ist einfach super krass nach oben gegangen. Und wir haben in der Fashion-Industrie sowieso eine krass hohe Retourenquote. Wir kämpfen jeden Tag darin, dass die niedriger wird und haben echt das auch schon gut runterdrücken können. Aber wir haben jetzt vor kurzem wieder eine Retourengebühr eingeführt, weil wir einfach gemerkt haben, dass das geht hier so nicht. Also ich kann mir nicht ein Teil in 4 Größen und 8 Farben bestellen und dann, ohne zu wissen, ob das Teil mir am Ende passt und dann einfach alles wieder zurückschicken, ohne nachzudenken, okay, was passiert hier eigentlich? Und das Einzige, man kann das kommunizieren, so oft man möchte, das habe ich auch immer wieder getan und habe einfach gemerkt, okay, das passiert trotzdem weiter. Das Bewusstsein ist vielleicht noch nicht ganz so da, wie es sein sollte und deshalb haben wir gesagt, okay, wir führen eine Retourengebühr ein, die wir von jeder Retoure abziehen und das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass die Retourenquote runtergegangen ist, Gott sei Dank. Ja, super. Ja, danke für die Ergänzung. Ich würde jetzt tatsächlich auch zu meiner Abschlussfrage kommen, um die kommst du allerdings nicht drum rum. Das ist eine traditionelle Abschlussfrage, die stellen wir jeder unserer Gästinnen. Wenn du jetzt Bundeskanzlerin werden würdest, in diesem Moment, was würdest du als erstes einführen oder abschaffen? Oh, da gibt es so viel. Ich glaube tatsächlich, weil das gerade auch, glaube ich, ein aktuelles Thema ist, ich finde, dass es Gründerinnen vor allen Dingen in Deutschland noch sehr, sehr schwer gemacht wird, was so Themen angeht oder selbstständigen Frauen, vor allen Dingen auch
Frauen, die solo selbstständig sind, was so Themen angeht, wie was passiert eigentlich, wenn ich eine Familie gründen möchte, ja, wenn ich Kinder haben möchte. Es gibt aktuell keinen Mutterschutz für selbstständige Frauen. Wie kann das sein in einem Land wie Deutschland, wo wir eigentlich so gut abgesichert sind, dass wir da so einen Nachteil haben als Frauen? Ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich als allererstes ändern. Und dann würde ich generell gerne dafür sorgen, dass es GründerInnen leichter gemacht wird zu gründen, Bürokratie abschaffen, beziehungsweise abschaffen, aber geringer halten. Ich war durch die Forbes-Sache eine Woche in Israel auf einem Summit und da haben wir uns da viel drüber unterhalten im internationalen Austausch und es ist einfach in Deutschland extrem schwierig und extrem bürokratisch zu gründen und das ist in fast keinem anderen Land so gewesen und ich war echt schockiert und das wäre mir ein großes Anliegen, da was zu tun. Jetzt hätte ich natürlich ungefähr 5 Nachfragen dazu, weil ich das sehr spannend finde und sehr interessant und tatsächlich auch eine Frage von mir, die ich jetzt überspringen musste, in diese Richtung ging. Aber das mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich möchte unserem Publikum natürlich auch noch die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen und vielleicht kommen wir ja noch mal auf die ein oder andere Sache zurück und jemand hat eine ähnliche Frage. Also, fühlt euch frei. Julia kommt zu euch, wenn ihr euch meldet oder euch bemerkbar macht, eine Frage zu stellen. Wie sieht der weitere Weg für Villa Sophie aus? Mit der Auszeichnung Forbes 30 Under 30 gibt es ja marketingmäßig viele neue Wege. Ich glaube, dass du selber ja auch eine Marke bist und nicht nur Villa Sophie, sondern du auch selber als Person. Wie sieht da der weitere Weg aus? Der weitere Weg ist erstmal, Villa Sophie weiter wachsen zu lassen, aber auf dem Weg, auf dem wir es bis jetzt getan haben, und das ist ein organisches Wachstum, wir sind komplett selbstfinanziert und das möchten wir auch gerne bleiben. Ich kann mir vorstellen, weitere Stores aufzubauen und da Villa Sophie wachsen zu lassen, weil für diese Stores, damit habe ich angefangen, dafür brennt einfach mein Herz und ich merke, wie schön und wichtig das ist, weil unsere Innenstädte in Deutschland tatsächlich überall gleich sind mittlerweile, habe ich das Gefühl. Und wir, obwohl wir mittlerweile mehrere Filialen haben, trotzdem noch sehr viel Persönlichkeit in die Filialen geben. Tatsächlich ist es so, dass ich diese Filialen alle selbst mit meinen eigenen Händen saniert habe und renoviert habe und da im Blaumann stand und ich weiß nicht, Boden gelegt habe, gefliest habe, all das, was da nötig war. Und auf diese Art und Weise möchte ich Villa Sophie natürlich weiter wachsen lassen. Was dann irgendwann passiert ist, das weiß ich nicht. Ob ich das für immer weitermache, das kann ich nicht sagen. Aber erstmal ist das auf jeden Fall das Ziel. Für mich persönlich, weil ich natürlich jetzt auch so ein bisschen in den Medien war und so durch diese Forbes-Sache, das möchte ich gerne nutzen für genau solche Sachen wie heute hier, dass ich Leute inspirieren kann, motivieren kann. Ich kann mir vorstellen, einfach das noch so ein bisschen weiter auszubauen. Ich wurde jetzt schon häufiger gefragt, ob ich vielleicht mal einen Podcast starte. Ja, so die Richtung kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Spannend, es bleibt spannend. Weitere Fragen? Ja, hallo. Ist ganz lustig, auf der anderen Seite zu sitzen. Vielen Dank für den coolen Talk. Ich habe tatsächlich mal eine Frage Richtung Finanzierung. Also du hast ja gesagt, du bist gestartet ja mit einer kleinen Boutique und ist ein bisschen anders dran, als wenn man jetzt von Anfang an irgendwie den Weg hätte absehen können, den du jetzt gegangen bist. Was hättest du vielleicht anders gemacht? Wie kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen mitnehmen, wie du das gemacht hast, wie du dann auch den Sprung gemacht hast? Das ist ja auch nicht so ganz einfach, auch finanzierungstechnisch. Vielleicht wäre das für andere Gründerinnen und Gründer auch interessant. Also ich habe mich ja, wie gesagt, relativ schnell nach dem Studium selbstständig gemacht mit dieser Boutique und ich hatte natürlich keinen Cent in der Tasche irgendwie. Das heißt, ich musste irgendwie Geld haben, um das zu finanzieren, sagen wir es mal so, wie es ist. Und habe einen Businessplan geschrieben, bin ganz klassisch zur Bank gegangen und habe einen Kredit aufgenommen. Das waren damals 50.000 €. Ich habe so gedacht, okay, mit welcher Summe komme ich irgendwie klar und sie ist nicht so hoch, dass ich wirklich komplett
Angst habe, das niemals in meinem Leben abzahlen zu können. Und ich dachte, 50.000 €, okay, das ist super viel Geld. Es war damals super viel Geld für mich. Aber es ist eine Summe, die nehmen andere auf, um sich ein Auto zu kaufen. So, wenn sie ihren ersten Job haben, das kriege ich irgendwie hin. Und ich habe ja studiert und ich kriege schon einen Job, mit dem ich das irgendwie über die Jahre abzahlen kann. Und so bin ich tatsächlich da rangegangen und habe dann diesen Kredit zum Glück auch sofort bewilligt bekommen. Und ab dem Tag war es dann so, also den Kredit aufgenommen habe ich ungefähr 2 Monate, bevor ich den Store eröffnet habe. Die Zeit musste ich natürlich irgendwie damit überbrücken. Aber ab dem ersten Tag im Store war es tatsächlich so, und da bin ich unglaublich dankbar und glücklich, dass wir rentabel waren. Das ist nicht selbstverständlich. Das war jetzt in meinem Fall so, und deshalb ist es schwierig, vielleicht für mich da einen super guten Tipp zu geben. Und ich habe halt dann immer geguckt, dass ich möglichst viel Geld zur Seite lege, um das halt wieder in Villa Sophie zu investieren. Und deshalb konnte ich dann auch diese erste eigene Kollektion, die ich dann gestartet habe, die ich wirklich versucht habe, mit einfachsten Mitteln irgendwie anzufangen. Ich habe ja gerade schon gesagt, auch die Gründung dieser Boutique, ich habe da selber gestanden, den Boden gelegt, die Wände gestrichen, die Umkleidekabinen gebaut, und ja, ich habe halt wirklich versucht, so kostengünstig wie möglich alles zu machen und zu gestalten, und habe dann erst im Nachhinein, wenn ich gemerkt habe, okay, hier ist jetzt ein bisschen Geld da, was mache ich sinnvollerweise damit, das immer wieder in Villa Sophie investiert, und genauso würde ich es eigentlich auch wieder machen, muss ich sagen. Also ich bin damit gut gefahren. Ich bin super froh, dass ich diesen Druck nicht habe, mit Geld von Investoren oder anderen zu hantieren und im Zweifel Fehler zu machen. Da bin ich super dankbar und froh, dass das bei mir nicht der Fall war. Ja, vielen Dank. Danke, auch von meiner Seite. Du bist jetzt bestimmt für total viele auch ein Role Model. Mich würde aber mal interessieren, wer dich vielleicht inspiriert hat auf dem Weg oder wer für dich ein Role Model auch in der aktuellen Zeit darstellt. Also erstmal vielen Dank, dass man mich als Role Model bezeichnet. Ich fühle mich sehr geehrt, und ich freue mich, wenn ich das für irgendjemanden sein kann. Für mich ein Role Model ist, es gibt viele Frauen, die ich wirklich unglaublich inspirierend finde. Spontan, und das habe ich auch in meinem Forbes-Interview geschrieben, ist das für mich Lea Sophie Kramer. Die Geschichte finde ich einfach super, super inspirierend, weil ich super viele Parallelen zu mir sehe. Aber ich könnte jetzt auf Anhieb hier raushauen ohne Hände. Aber ich glaube, so als allererstes fällt sie mir ein. Ja. Vielleicht schiebe ich noch eine Frage dazwischen, die bei YouTube aufkam. Und zwar ist die Frage, was würdest du einer Brand empfehlen, die einen neuen Instagram-Auftritt startet? Welche Tools nutzt ihr? Tools nutze ich eigentlich kaum. Ich habe eine App, die ich nutze. Also ich mache tatsächlich den Instagram-Account auch nach wie vor selbst. Das ist was einfach mir zu wichtig ist, um das aus der Hand zu geben. Langfristig werde ich das wahrscheinlich tun müssen. Also das Nachrichten beantworten und so, da habe ich mittlerweile Unterstützung. Aber die Posts planen und so weiter, das mache ich alles selbst. Und ich habe ein Tool, das ich benutze, das ist eine App, die Preview. Damit kann man einfach Posts planen und so ein bisschen hin und her schieben, dass sie im Feed schön aussehen. Das ist mir wichtig. Wenn man einen Instagram-Account neu aufbaut, ist, glaube ich, also mir hat mal irgendjemand gesagt, ein Instagram-Account ist wie eine Visitenkarte. Ja, und kein Mensch verteilt heute noch seine Visitenkarten oder hat irgendwie einen Flyer in der Tasche, sondern es geht alles über Instagram, LinkedIn, also die sozialen Medien. Und ich sehe Instagram nach wie vor wie meine Visitenkarte. Das heißt, der Account muss aufgeräumt sein, der muss mich auf den ersten Blick irgendwie ansprechen, wenn ich die ersten 12 Posts irgendwie runterscrolle. Und da gibt es natürlich dann so Tools wie einen einheitlichen Filter zu verwenden, Farben wiederkommen zu lassen. Immer, wenn man zum Beispiel mal so Texte auf einem Bild draufschreibt oder so, dass man da immer die gleichen Schriften nimmt und es einfach optisch mal so für sich
übereinander legt und vielleicht in so einer App mal so ein bisschen rumschiebt und da immer guckt, okay, passt das so für mich? Würde ich das interessant finden? Vielleicht auch mal Freunde und Familie fragen, hier, ich brauche mal eine ehrliche Einschätzung. Findest du, das sieht gut aus? Würde dich das ansprechen? Ist es ästhetisch? Und ich glaube, dass so eine Ästhetik schon ganz viel macht und die Leute zumindest erstmal auf dem Account oder auf der Seite dann hält. Ja, danke. Im Namen von dem YouTube-User. Dann gab es aber noch eine weitere Frage aus dem Publikum. Genau, also erstmal auch von mir vielen Dank für die Insights. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen in die Richtung der Role-Model-Frage geht. Jetzt sind wir hier im REACH, die irgendwie Gründerinnen in diesen ersten Schritten auch unterstützen. Kannst du mal so ein bisschen sagen, was für dich so dein Support-Netzwerk war? Also wer hat dich so begleitet, irgendwie weiterzumachen und diesen Weg zu gehen? Genau. Das ist für mich tatsächlich eine Frage, die so ein bisschen emotional behaftet ist, weil ich das tatsächlich gar nicht hatte. Also es war tatsächlich so, dass habe ich ja gerade am Anfang schon gesagt, ich habe von meiner Idee erzählt und alle haben gesagt, also gut, aber mach's nicht. So, ne? Und deshalb ich hatte eine wirklich gute Freundin, die gesehen hat, dass ich das gut mache und dass ich das kann und die mich wirklich super viel unterstützt hat. Und immer wenn ich gesagt habe, okay, morgen ist Eröffnung, ich glaube, was ist denn, wenn keiner kommt? Diese Fragen habe ich heute noch. Also wir haben zweimal im Jahr machen wir ein großes Launch-Event zur Frühjahrs-Sommer-Kollektion und zur Herbst-Winter-Kollektion. Und dann ist es jedes Mal so, dass ich 1-2 Tage vorher einen halben Nervenzusammenbruch kriege und denke, wir haben jetzt so viel organisiert, es gibt hier eine Leber, es gibt Goodie-Bags, so, was ist denn, wenn einfach keiner kommt? Und das habe ich jetzt noch genauso wie am Anfang und ich war tatsächlich sehr, sehr viel auf mich allein gestellt. Also mein Freund hat damals zu mir gesagt, ich unterstütze dich bei allem, was du machst, aber ich überlege auch gerade schon, wie ich hier von meinem Studentenlohn uns beide irgendwie durchfüttern soll. Also so war tatsächlich mein Anfang und deshalb ist es mir jetzt so wichtig, zu ermutigen, zu unterstützen, zu inspirieren, weil auch so das REACH, das gab es noch nicht. Ne? Also sowas gab es einfach nicht oder ganz wenig. Und ich hatte tatsächlich einfach einen guten Freundeskreis und meinen Partner, der mich da super gut unterstützt hat, auch wenn sie nicht immer alle 100%ig an mich geglaubt haben. Ich hatte tatsächlich sowas wie ein Netzwerk nicht. Das ist erst seitdem gekommen, dass ich mir das über Villosophie-Label so ein bisschen aufbauen konnte. Aber ja, das war damals nicht so da. Also trotzdem danke fürs Beantworten und ich finde es spannend, weil das sehr bezeichnend so für dein Mindset in dieser Situation irgendwie ist, finde ich. Ja, also Stimmt. Respekt auf jeden Fall. Dankeschön. Guck mal auf die Uhr. Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage, oder? Ja. Es gibt noch eine. Ja, erstmal auch vielen Dank von meiner Seite, war sehr spannend. Ich habe eine Frage zu Verteilung E-Commerce und deine Läden, weil du ja gesagt hast, du wurdest vor allen Dingen auch in Retailing E-Commerce für die Forbes ausgezeichnet. Wie ist denn da so die Verteilung? Also wie macht ihr jetzt Umsatz in den Läden, im E-Commerce, wenn du dazu was sagen kannst? Und vor allem Dingen finde ich super spannend mit Corona. Waren ja die letzten 2,5 Jahre auch wirklich nicht einfach, wie ihr euch da durchgekämpft habt. Ich meine, Ladenmiete, Leute konnten nicht mehr kommen, habt ihr Click and Collect angebietet, ist dadurch der E-Commerce-Shop erst irgendwie explodiert. Genau. Also das ist aktuell, wir haben ja 3 Retail-Stores und den Online-Shop ist es aktuell ungefähr 50-50 gewichtet. Zu Corona-Zeiten, das war natürlich krass. Also als dann irgendwie klar war, es wird einen Lockdown geben, da habe ich gedacht, ja okay, auf Wiedersehen so. Aber wir haben halt wirklich versucht, uns nicht entmutigen zu lassen, haben überlegt, okay, was können wir tun, wie können wir vielleicht auch gestärkt aus dieser schrecklichen Situation rausgehen. Und es war dann natürlich so, dass
wir für unseren Community-Aufbau einen Vorteil hatten, weil es waren wahnsinnig viele Leute nur zu Hause, ja, waren im Homeoffice und sonst hatte man dann irgendwie gefühlt auch alle Serien und Filme, die man so gucken wollte, irgendwann durch. Und die Leute haben sich halt auf Instagram aufgehalten und haben online bestellt und haben geguckt und wir konnten dadurch natürlich unsere Community wahnsinnig aufbauen und stärken. Ich habe jeden Tag so ein bisschen Stories gemacht, um einfach ein Update zu geben, wie es gerade so bei uns läuft. Ich habe die neuen Sachen, die ja trotzdem kamen, gezeigt. Und dadurch konnten wir uns ziemlich gut über Wasser halten, dass einfach unsere KundInnen, die dann stationär eigentlich zu uns gekommen sind, weiter online gekauft haben. Das kann man schon so sagen. Und ich glaube, das ist auch diesem Community und diesem Gedanken geschuldet und vor allen Dingen auch, dass man mich irgendwie persönlich kannte und dadurch natürlich das Gefühl hatte, ich möchte die auch weiter unterstützen und jetzt nicht im Stich lassen. Das war überwältigend, als ich gemerkt habe, das ist auch wirklich so. Und dann war es ja so, dass wir uns sogar getraut haben, wo wir eigentlich noch nicht über den Berg waren mit Corona, wo wir aber dachten, wir sind über den Berg, so halbwegs zumindest, einen zweiten Store zu eröffnen in Hamburg. Den haben wir am Anfang 2021 eröffnet. Und wir haben einen Tag notgedrungen eröffnet, haben noch ganz schnell alles fertig gemacht, weil sich abzeichnete, dass es einen zweiten Lockdown geben wird. Und haben dann einen Tag aufgemacht und an diesem Tag erfahren, okay, es gibt ab morgen ist hier zu. Ja. Und dann auch noch in Hamburg. Ich glaube, in Hamburg gab es den längsten Lockdown in ganz Deutschland. Und wir waren dann erstmal noch mal 2 Monate zu. Aber wir hatten auch da wieder den Vorteil, dass viele Leute am Laden vorbeigekommen sind und sich dachten, oh, das ist ein neuer Laden, ich gucke mal, vielleicht haben die auch einen Online-Shop. Und irgendwie ging es. Also wir waren natürlich viel weniger profitabel, aber wir waren es noch. Und das hat mir so ein bisschen gezeigt auch, dass ich mich auf das, was ich tue, verlassen kann und irgendwie man auch über solche Phasen aus solchen Phasen herauskommt, beziehungsweise sogar gestärkt herauskommt, weil die Instagram-Reichweite, die wir uns durch diesen Lockdown aufbauen konnten, die ist noch da. Und die sind auch weiter Supporter von Villa Sophie und das tut super gut. Also auch zu wissen, es war nicht nur alles super schrecklich für uns. Super, vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage von einem Online-Zuschauer oder einer Online-Zuschauerin und ich finde sie besonders spannend. Deswegen, wir sind zwar eigentlich schon ein bisschen über der Zeit, aber wir haben auch ein paar Minuten später angefangen, deswegen ist das, glaube ich, okay. Und zwar ist die Frage nämlich, ob du dir genau als dieser Switch stattgefunden hat von Reselling zu deiner eigenen Kollektion, ob du dir dort dann Hilfe von Experten, Expertinnen wie zum Beispiel Modedesigner, Modedesignerinnen geholt hast oder ob du auch an dem Punkt alles alleine gemacht hast. Ich habe tatsächlich auch an dem Punkt alles alleine gemacht. Das war schon immer so, dass wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann war ich da sehr, sehr ehrgeizig und wollte das lernen und wollte mir das beibringen und habe das irgendwie auch geschafft. Also nicht immer natürlich, ich bin auch mal gescheitert, das will ich gar nicht sagen, aber ich hatte da wirklich schon enorm Ehrgeiz und Biss, das irgendwie hinzukriegen, weil ich da einfach selber super interessiert war und da total viel Spaß dran hatte. Und es ist halt viel Recherche und viele Tutorials, die man sich vielleicht anguckt und sich danach auch manchmal denkt, was mache ich hier eigentlich? Das hat mir jetzt gar nichts gebracht und der Tag ist irgendwie schon wieder rum. Aber letztendlich ist es auch so, dass wenn man mal mit Produzenten in den Austausch kommt, was am Anfang super schwierig ist, weil keiner nimmt einen so richtig ernst. Ich hatte am Anfang irgendeine GMX-E-Mail-Adresse so und nichts Professionelles. So, da hat mir erstmal gar keiner geantwortet. Und wenn man aber einfach dran bleibt und da hartnäckig bleibt, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Und ich glaube, ich würde alles abgeben, sogar Instagram, den Account, bevor ich den Design Teil mittlerweile abgebe, weil das macht natürlich Villa Sophie aus, also die Teile und das sind alles Teile, hinter denen ich zu 100% stehe und ich glaube, es ist machbar, da jemanden zu finden, der einen unterstützt. Ich würde mir auch jemanden wünschen, der mich da unterstützt manchmal, aber dafür ist es noch manchmal zu sehr mein Baby, gerade dieser Bereich, um ihn abzugeben. Und du hast dir natürlich damit auch einen Kindheitstraum erfüllt, ja. Weil du es nicht immer machen wolltest. Also toll, schöner könnte es nicht sein und perfekte Schlussworte, würde ich sagen.
An der Stelle bleibt mir dann nur übrig, nochmal vielen, vielen Dank zu sagen, auch für die ganzen spannenden Insights. Das war wirklich sehr, sehr inspirierend. Vielen Dank. Und vielen Dank euch natürlich fürs Zuhören, für die tollen Fragen, die ihr gestellt habt. Die hätte ich mir so nicht ausdenken können. Sehr schön. Und natürlich auch vielen Dank an das Online-Publikum. Da schaue ich mal in diese Richtung, dass ihr fleißig eingeschaltet habt und dabei wart. Wir freuen uns immer sehr. Wenn ihr Fragen zum Reach habt, weitere Informationen wollt, kommt immer gerne auf uns zu. Ihr findet natürlich auch alle Infos bei uns auf der Website. Und abonniert natürlich auch gerne unseren Instagram-Kanal. Da gibt es immer wieder spannende News, spannende Events und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.